Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Frage-Antwort-Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico von Nikolaikamp Trompetentraining. Antje hat sich gemeldet und zwar zum Thema Anstoß. Sie hat bemerkt, dass sie beim Trompetespielen immer aus dem Hals anstößt. Das heißt, einen Stimmbandverschluss hat, dieses typische Übertrieben natürlich jetzt vorgemacht. Es gibt aber auch andere, die spielen zum Beispiel mit so einem leichten Abflauen der Luft den Anstoß, also das typische auf diese Art und Weise. Beide Anstoßarten, die jetzt das Problem darstellen, dass sie nicht der richtige Anstoß sind, bringen natürlich Nachteile mit sich. Das heißt zum Beispiel die Geschwindigkeit bzw. auch die Direktheit im Anstoß. Wir machen uns erstmal Gedanken und überlegen, wie funktioniert denn der richtige Zungenanstoß. Natürlich, wie es das Wort schon sagt, mit der Zunge. Das heißt, wenn ich also eine Stellung einnehme, bevor der angestoßene Ton startet, dann ist die Zunge vorne. Jetzt baut sich, dadurch, dass ich ja puste, etwas Druck auf. Und jetzt, wenn ich die Zunge nach hinten wegziehe, kommt der erste Ton zustande. Ich mache es nochmal. Jetzt kommt man es besser hören. Das heißt also, wenn ich es jetzt gleich auf die Trompete übertrage, nehme ich mir auch wieder einen Ton, spiele diesen und beobachte mal ganz genau diese Schritte, was passiert bei mir, wenn ich diesen Ton versuche zu spielen. Wir starten wieder auf dem G1. Dann unbedingt nicht zu leise spielen, dass wir auch genug Luftgeschwindigkeit haben, damit die Lippen auch anfangen wirklich gut einzuschwingen, sobald ich die Zunge wegziehe. Und dann ist der erste Schritt schon getan. Es ist auch sehr ratsam, dass man sich diesen Halsanstoß auch einmal zu Gehör bringt. Und dann sind wir schon beim Stichwort. Ihr könnt beim Trompete spielen zum Beispiel In-Ears in die Ohren machen, also diese In-Ear-Kopfhörer, oder zum Beispiel so einen Baustellen-Gehörschutz auch über die Ohren. Und dann merkt ihr, wenn ihr dann zum Beispiel jetzt eure Ohren zuhaltet und aus dem Hals stoßt, wie laut das im Kopf ist, und man nimmt dann umso besser diesen Anstoß aus dem Hals wahr und wird dementsprechend auch dagegen arbeiten. Aber ich empfehle immer eine Kombination aus beiden Übungen. Zum einen kann ich natürlich ein Ohr zuhalten und zum anderen natürlich auch diesen Bewegungsablauf zum Tonbeginn auch einmal langsam machen. Das heißt, dieses Druck aufbauen, spüren, die Zunge ist vorne und hält dem Druck sozusagen statt. Und sobald ich dann die Zunge wegziehe, kommt der Anstoß zustande, nämlich das erste Ta. Das hört sich natürlich jetzt ganz anders an, weil ich ja normalerweise gewohnt bin, mit beiden Ohren zu spielen. Und jetzt haben wir natürlich dann dieses Problem, dass es etwas gehandicapt ist. Aber letztendlich dient es dafür, dass wir erstens mal wahrnehmen, ist der Hals noch beteiligt, also mit diesem Stimmbandverschluss. Und zum anderen natürlich dann diese Bewusstmachung von diesen einzelnen abfolgenden Schritten, wie der erste gestoßene Ton mit der Zunge auf der Trompete passiert. Wenn ich das jetzt weiter trainieren möchte, ist es natürlich wichtig, dass ich auch einen zweiten oder einen dritten Anstoß zum Üben dazu nehme. Das heißt, wir bleiben erstmal bei diesem einen verschlossenen Ohr und spielen jetzt . Und dann im weiteren Schritt . Wenn der Ton für dich nicht bequem ist, dann nimm deinen bequemen Ton. Ich nehme immer das G1 für alle Experimente in dem Bereich, damit man eben keine Ventile drücken muss. Wenn wir jetzt diese mehrmaligen Zungenanstöße auf der Trompete spielen, also ob 2, 3 oder auch mehrere Anstöße, immer darauf achten, dass die Luft fließt. Wenn ich das ohne Trompete übe, immer daran denken, dass dieser Ausatemprozess ständig präsent ist. Also nicht dann mit dem Luftimpuls anstoßen, sondern die Luft fließt immer nach außen. Und auf die Trompete übertragen. Immer daran denken, dass man hört, dass kein Halsanstoß passiert, bewusst machen, dass die Zungenspitze den Anstoß gestaltet und immer daran denken, dass die Luft in einem permanenten nach außen strömen beteiligt ist.
Sobald die Einfachzunge mit dem Anstoß gut funktioniert, empfehle ich dir auf jeden Fall auch die Doppelzunge zu trainieren. Wieso? Weil das natürlich ein abwechselnder Anstoß ist zwischen Zungenspitze und dem vorderen Zungenrücken. Und dementsprechend kannst du dir dann auch bewusst sein, dass die Zunge für den Anstoß zuständig ist und nicht der Luftimpuls bzw. der Stimmbandverschluss im Hals, und dementsprechend arbeitest du auch bei der Doppelzunge auf jeden Fall in die richtige Richtung, um den Zungenanstoß, egal ob einfach oder doppelt oder triolisch, also der dreifache Anstoß, dass dieser richtig von deiner Zunge durchgeführt wird. Wenn du weitere Informationen zu diesen Anstoßarten möchtest, ich habe hier oben schon mal ein Video aufgenommen, da kannst du dir auf jeden Fall diese auch ansehen, wie die Doppelzunge und die Triolenzunge erst einfach und dann in Bewegung gut funktionieren kann. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Antje, ich hoffe, ich konnte mit diesem Video deine Frage beantworten und dir eine Hilfestellung in Richtung Zungenanstoß geben. Lass am Ende ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders, und schreib in die Kommentare hinein, wie es bei dir funktioniert hat. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video. Bis dahin, ciao, euer Nico.